Gesundheit ist nicht nur jetzt ein Top-Thema, sondern zu allen Zeiten. Ich möchte dir in diesem Video und dem folgenden Video aufzeigen, wie du an deinen Selbstheilungskräften arbeiten kannst. Heute geht es darum, warum jede Krankheit nie nur physischer Natur ist und was das für uns bedeutet. Außerdem stelle ich dir schließlich zwei entscheidende Fragen, die darüber entscheiden, ob du gesund wirst oder nicht. Um es gleich zu sagen, ich bin kein Arzt und ich werde dir keine Therapie empfehlen. Alles, was ich hier sage und dir empfehle, das hat mit deinem Geist zu tun. Und ich lehne auch die Schulmedizin nicht ab. Ich sehe nur schlicht ihre Grenzen und dass sie eine Ergänzung braucht. Denn eins ist mir seit langer Zeit klar: Wenn wir von Krankheit sprechen, dann sprechen wir nie nur über unseren Körper. Wir sprechen immer auch über unseren Geist und sogar über unsere Seele. Denn jede Krankheit, jeder Unfall und jede Beeinträchtigung hat immer auch eine seelisch-geistige Ebene und ist nie nur eine Frage des Körpers. Das ist schnell einsichtig bei großen und bedrohlichen Krankheiten wie Krebs und Herzinfarkt. Da wissen wir, dass die Psyche oder die seelisch-geistige Ebene des Menschen eine wichtige Rolle spielt. Und daher gibt es auch Psycho-Onkologen, die sich bei Krebspatienten darum kümmern. Aber das gilt auch bei weniger dramatischen Erkrankungen wie einer Erkältung oder einen gebrochenen Fuß. Ja, selbst dann, wenn ich mich lediglich in den Finger schneide. Immer ist der ganze Körper bezogen und beeinträchtigt. Daher muss immer auch der ganze Mensch einbezogen werden in den Heilungsprozess. In der Schulmedizin wird der Körper geheilt. Und das war es dann auch. Die Wunde ist verheilt und man wird entlassen. Vielleicht bekommt man noch, je nachdem, einen Psychologen für 20 Stunden verschrieben und dann sollte es auch wieder gehen. Aber das reicht nicht. Denn auch die reine Psyche allein füllt nicht alles aus. Und damit wird immer noch nicht der ganze Mensch geheilt. Denn die Psychologie macht sich schon lange keine Gedanken mehr über das, was wir Seele oder Geist nennen. Im Kern ist die Psychologie seelenlos. Zum Glück gibt es viele Therapeuten, die es selber nicht sind und der Seele in der Therapie Raum schenken. Wenn wir von Selbstheilungskräften sprechen, dann sprechen wir also vor allem über unsere geistige Kapazität, über unsere Fähigkeit, uns selber zu unterstützen und an unserer Heilung mitzuarbeiten. Den Körper kannst du in die guten Hände deines Arztes geben. Aber alles andere und alle anderen Ebenen liegen in deiner Hand. Und da hilft kein Skalpell, kein Medikament und manchmal nicht einmal ein einfaches Gespräch. Mit anderen Worten, Heilung ist Bewusstseinsarbeit, ist Arbeit mit dem Geist. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Denn im Grunde weiß die Medizin das. Sie weiß, dass es ohne Bewusstseinsarbeit gar nicht geht. Denn auch Ärzte arbeiten damit, wenn auch meist völlig unbewusst. Denn die weißen Kittel, die langen Packungsbeilagen, die man nicht versteht, das Überreichen der Medizin in der Apotheke sind alles Elemente, die erst dafür sorgen, dass wir der Medizin vertrauen und dass sie wirkt. Medikamente verlieren ihre Wirkung, wenn ich ihr misstraue. Also wird Vertrauen aufgebaut, werden Intentionen formuliert und schon wissen wir, dieses Medikament hilft und schon ist die Chance größer, dass es das auch tut. Merkst du, wie sehr die Medizin selber mit unserem Bewusstsein arbeitet? Im nächsten Video, da werde ich dir die Werkzeuge der Bewusstseinsarbeit zeigen und erklären, wie du damit arbeiten kannst. Übrigens, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst. Dann wirst du nichts mehr verpassen und automatisch informiert, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Jetzt aber möchte ich noch auf zwei Fragen eingehen, die du dir stellen solltest, wenn es darum geht, dass du gesund werden willst. Diese Fragen sind wichtig für alle, die eine chronische Krankheit haben, die irgendwie nicht wirklich gesund werden
Aber auch für Menschen, die immer wieder Unfälle zum Beispiel haben. Ja? Die erste Frage lautet: Willst du eigentlich gesund werden? Das klingt vielleicht komisch oder fast ironisch, aber es kann sein, dass du tief in dir gar nicht gesund werden willst. Dass es in dir einen Wunsch gibt, weiter krank zu sein. Oberflächlich wollen wir alle fit sein, aber in der Tiefe gibt es vielleicht den Wunsch, dass es so bleiben möge. Warum auch immer. Weil deine Zukunft nicht gut aussieht, weil es ohnehin keinen Sinn hat, weil du endlich gut versorgt und Beachtung findest. Es gibt viele mögliche Gründe dafür. Und nun die zweite Frage, die ist ähnlich, aber die hat es in sich. Darfst du überhaupt gesund werden? Hier geht es um andere, um Familie, manchmal sogar Freunde. Nicht, dass sie dir sagen, du sollst krank sein, aber vielleicht passt es gerade in deiner Familie, eine Kranke zu haben. Vielleicht hast du etwas getan, was nicht richtig war und du bestrafst dich. Vielleicht bist du einfach zu viel in deinem Umfeld und vielleicht löst deine Krankheit das Problem der anderen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Diese beiden Fragen: Will ich wirklich gesund werden und darf ich überhaupt gesund werden? Die beantwortet man nicht spontan. Da gehört es dazu, in sich hineinzuspüren und wahrzunehmen, was sich dort als Antwort zeigt. Denn wenn du nicht gesund werden willst oder nicht darfst, dann werden dir auch die Selbstheilungskräfte nicht helfen. Am Ende, jetzt möchte ich nochmal zusammenfassen, was ich in diesem Video gesagt habe. Es beginnt damit: Jede Krankheit hat auch eine seelisch-geistige Ebene. Auch die Medizin arbeitet letztlich mit unserem Bewusstsein. Und 2 Fragen müssen wir uns stellen: Will ich und darf ich gesund werden? Im nächsten Video geht es dann um die konkrete Bewusstseinsarbeit, die du für deine Heilung tun kannst. Aber auch dafür, dass du einfach gesund bleibst. Ich wünsche dir eine gute Zeit.